34 Loks der Baureihe 218 und 210. Wow! Und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es ein kleines Special zum Thema Baureihe 218 oder 210 Sammlung. Ihr wisst ja, ich bin generell ein Fan der V160-Familie, aber insbesondere natürlich der Baureihe 218. Und ich dachte mir einfach mal, ich bring mal alle an einen Tisch und erstmal schau mal, wie das aussieht und wollte euch auch zeigen, welche Loks ich denn alle so habe, weil ihr kennt immer nur ein paar, die ich mal entweder vereinzelt vorstelle oder auch die sonst auf der Anlage in den Fahrvideos mal aufkommen. Aber es ist doch eine ganz gute Sammlung, wie man dann merkt. Also man hat dann doch mit der Zeit ein bisschen den Überblick verloren und wollte jetzt euch hiermit einfach mal präsentieren, genau welche Loks habe ich so und auch so ein bisschen drauf eingehen, was die ein oder andere Lok für Besonderheiten hat. Ich habe das so angeordnet, dass wir hier Epoche 4 haben, weil die Baureihe 218 ist ja ein Kind der Epoche 4. Wir gehen dann über zur Epoche 5 und dann Epoche 6. Man sieht auch dann vor allen Dingen die privaten Firmen, die sind dann auch vor allen Dingen relativ bunt, aber auch die Deutsche Bahn war früher relativ bunt. Von dem her, ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen und da wollte ich euch einen kurzen Überblick geben und wünsche da ganz viel Spaß dabei. So, nämlich jetzt zur Erklärung, wir haben hier vorne nämlich die 7 Märklin-Loks. Hinten, das sind alles Rocco, bis auf die Verkehrsroute, das ist eine ESU, aber man sieht auf jeden Fall den größeren Anteil, dementsprechend, das macht wirklich Rocco aus. Und jetzt gehen wir mal zu den einzelnen Lokomotiven. So, wir fangen mal bei der 218 247 an. Und zwar die Baureihe 218 ist ja ein Kind der Epoche 4 und so wurde sie auch ausgeliefert in dem Farbkleid und zwar altrot. Hier in der TB10 Motorvariante, hier mit parallelen Hutzen, wie man so schön sieht. Und dann gab es noch zum Beispiel bei 218 116 die Variante mit TB10 Motor, aber mit 2 Turboladern, weshalb die Hutzen versetzt sind. Nicht zu verwechseln mit dem Peelstick-Motor, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, oder R4000-Motor. Und auch in dem gleichen Farbkleid gab es dann natürlich auch die Baureihe 210, hier in der James-Bond-Variante 007. Und da ist es sehr, sehr charakteristisch, die Loks hatten eigentlich keine Hutzen und hatten eine große Hutze, sagen wir mal so, oder Abluftschacht für die Turbine. Also es waren Turbinenloks, eigentlich ein ganz cooles Konzept gewesen. Und wenn wir dann weitergehen in der Folgefarbgebung Ozeanblau-Beige, haben wir hier ebenso eine Baureihe 210, hier in der 210 004 Variante. Ebenso ohne Hutzen, wie ihr seht, also es ist eine Gasturbinenlok, aber eine ehemalige Gasturbinenlok, weil die haben sich leider nicht als brauchbar erwiesen, weshalb sie ausgebaut worden sind. Und hier sehen wir nämlich, ist der Schacht nämlich zugemacht worden. Also wenn wir hier vorne gleich mal gucken, hier ist er dran. Hier, die Lok ist steht einfach nur andersrum dran, ist jetzt hier zugemacht worden und auch ausgebaut worden, die Gasturbinen, weil es da Probleme gab. Und dann auch umdeklariert worden später in eine 218 9, also Punkt 9. Das heißt, diese Lok wurde dann wirklich in eine 218 904 umgelabelt und in Verkehrsrot dann irgendwann mal später umgepinselt. Leider sind auch von den Loks alle verschrottet worden, es ist kein Überbleibsel vorhanden, weshalb ich auch das Modell, das ist auch ein Rocco-Modell, dann verkehrsrot umlackieren werde, mit Hutzen versehen werde und dass man auch nochmal sozusagen ein Relikt aus dieser Zeit, aber mit ausgebauter Gasturbine, dann auf der Anlage hat. Von dem her echt eine coole Sache. Wenn wir weitergehen, ist auch zu den Märklin-Modellen, also auch hier die 218 257, ebenso aus der Zeit. Dann gibt es natürlich auch die 218 4, also Punkt 4, also hier in der 401er Variante, auch hier mit dem großen Lüfter, von dem ja auch anfangs ohne Hutzen, später wurden natürlich Hutzen drauf gemacht, eben weil man gemerkt hat, erstmal, ich glaube zum Teil verrußt dann die Oberleitung, beziehungsweise auch vor allen Dingen zieht ohne Hutzen dann der Rauch dementsprechend der Motoren in die Fahrgastwaggons. Das war nicht so prickelnd, weil oben immer Lüftungsschlitze waren. Also von dem her
Hat man dann immer gesagt, man macht es dann doch und man schont auch die Oberleitung. Und auch in der Epoche 4 war das Thema Orientrot. Hier in der 21809. Das heißt, dann hat man schon eine andere, also mit Rot experimentiert. Und dann ging es auch weiter in eine Versuchslackierung hier in der 218 286. Die Lok gab es nur einmal und wurde auch gefahren, also gibt es auch Bilder davon, aber hat sich nicht durchgesetzt. Von dem her eigentlich schade, eigentlich ganz coole Farbgebung, muss man dazu sagen. Und genau die gleiche Lok, wie ihr hier seht, auch von der Nummer, gibt es auch von Rocco. Ist das gleiche Modell, nur habe ich es umlackiert und zwar in die 218 286, ebenso aber mit Deutscher Bahn-Logo, wie sie in den letzten Jahren, beziehungsweise leider auch in den letzten Tagen dann zu der Zeit im Ausbesserungswerk Bremen stand und dann leider verschrottet worden ist. Aber ich wollte sie so erhalten und auch in Epoche 5, weil ich ursprünglich die Anlage eigentlich nur in Epoche 5 haben wollte, dabei wahrscheinlich ein bisschen davon weggekommen bin und dann eher alles fahren lasse. Wobei wahrscheinlich dann eher Epoche 5, Epoche 6. Aber natürlich darf auch ein Dampfsonderzug und sowas dann nicht fehlen, von dem her bin ich da jetzt nicht so kleinlich. Und genau in der Epoche 5 gab es auch verschiedene Farbvarianten. Hier zum Beispiel das Touristikkonzept oder die Touristiklackierung der 218 418. Es gab auch die 218 416. Eine davon habe ich mal sogar als Kind bestaunen dürfen mit roten N-Wagen als Sonderzug. Von dem her sehr, sehr schön. Und die 218 473 im König Ludwig Design für das, also mit Neuschwanstein-Emblem, beziehungsweise auch, also die Lok wurde vor allen Dingen dann wegen dem König Ludwig Musical, dann, welches auch in Füssen gespielt worden ist, dann umlackiert. Ich habe sogar selbst das Musical damals als Kind angeschaut. Die Lok, meine ich, habe ich leider nicht gesehen. Also ich habe den Füssener Bahnhof, wie er früher war, auf Kamera, aber mit der Lok, ich habe sozusagen die ganz normalen verkehrsroten 218er mit N-Wagen, aber ich glaube, die Lok habe ich leider in echt nicht gesehen, beziehungsweise auch nur auf Videos und Fotos. Und auch die Ozeanblau-beige Variante wurde natürlich einfach zu der Zeit, also Epoche 5, dann einfach mit Deutscher Bahn-Emblem dann bestückt, also nicht mehr Deutsche Bundesbahn, sondern Deutsche Bahn AG. Genauso auch wie die 218 290 zum Beispiel, die hier 290, also das hier war die 218 253 by the way, und hier 218 290, die dann ebenso ein Deutsche Bahn-Logo hatte. Jetzt habe ich hier in der Epoche 4 noch vergessen, gab es dann das Thema Citybahn-Konzept. Vor allen Dingen von Köln nach Gummersbach eben in diese Lackierung gefahren worden ist. Hier in der ist auch eine Rocco-Lok, die 218 144. Die hat aber auch Dekals mit dabei gelegt in der Verpackung oder sind dabei gelegt worden mit einem Deutsche Bahn AG Logo. Da werde ich sie vielleicht sogar auch damit bestücken und dann eben mit dem passenden Citybahnwagen. Oder man kann sie auch natürlich mit ganz normalen N-Wagen dann fahren, wie sie auch in den letzten, sagen wir mal, Tagen, bevor sie umlackiert worden ist, noch gefahren ist. Ja, und sonst sehr viele Orientrote Varianten. Hier auch in der 210, hier die 458er. Das ist jetzt keine Turbinenlok, sondern es ist eine Peelstick-Lok. Das kann man nicht, oder das verwechselt man gerne, ist auch gemein gemacht, sage ich immer so. Nämlich wurden vor allen Dingen sehr gut erhaltene 218.4er Varianten auf 160 km/h ertüchtigt. Weil normalerweise ist die Lok für 140 km/h ausgelegt. Hier wurde sie auf 160 km/h ertüchtigt. Die einen sagen, es wurden Sachen umgebaut, die anderen sagen, es wurde gar nichts umgebaut, sondern nur der letzte Wandler dementsprechend voll ausgefahren. Aber was sehr cool bei dem Modell ist, sind die versetzten Hutzen, also weiter auseinandergesetzt als zum Beispiel beim R4000er Motor und hat den Peelstick-Motor. Da gibt es auch nur noch eine, ich glaube, die ist in irgendeinem Museum als Leihgabe von der Deutschen Bahn AG. Ich glaube, leider nicht betriebsfähig, müsste wieder aufgearbeitet werden, aber der Sound ist gerade mal bei dem Rocco-Modell was anderes als dann die anderen Varianten. Soll es nicht negativ sein, aber hört sich einfach ganz spannend an. Und jetzt hier das Sondermodell, hier noch 218 463, ebenso
in der orientroten Variante. Und dann ging es ja auch in der Epoche 5 eben weiter mit dem verkehrsroten. Hier eben in der 218-4, gerade mal gucken, 435 Verkehrsrot. Hier sieht man auch dann den R4000er Motor, weniger versetzt die Hutzen als jetzt hier beim Peelstick, einfach zum Vergleich. Aber man hat jetzt auch hier, also ebenso genau relativ ähnlich die Lok mit der 218-421. Hier die 218-433, ebenso eine R4000er Lok. Und dann haben wir hier, wenn wir die TB11 Loks jetzt nochmal angehen, sagen wir hier die 218-476. Das ist ein Rocco-Modell, die 476 kennt ihr vielleicht, das ist eigentlich eine Ozeanblau-beige Version der Epoche 4. Ich habe sie umgelabelt in eine Verkehrsrote, wie sie auch jetzt so fährt, mit bewegt Dekals, wie man dann hier auch sieht. Und eigentlich eine ganz coole Sache. Hier habe ich, genau, die Lok haben wir schon. Dann haben wir, weil es ist mein fest verbundenes Gespann, dementsprechend dann hier immer noch die 218-245 Variante, genau. Dann auch noch eine weitere TB11 Lok, also die andere müsste wahrscheinlich eine TB10 sogar sein. Das ist jetzt wieder eine TB11, die 218-452. Und wir haben hier dann die 218-362, eigentlich ein Modell mit Sylt-Shuttle-Emblem auf der Seite hier beim Lokschuppen, aber das habe ich wegmachen lassen, weil die Lok dann später vom Sylt-Shuttle oder von der Sylt-Shuttle-Division zur DB Fernverkehr ging. Und ich wollte sie dann eher in der aktuelleren Variante, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Lok noch fährt, aber zumindest in der aktuelleren Variante dann haben. Und wir haben hier das ESO-Modell von der 218-472. Genauso auch von Märklin die 218-499, also das letztgebauteste Exemplar der 218. Es gibt ja nicht mehr. Hier noch mit dem älteren Baden-Württemberg-Emblem, was dann später ja bewegt worden ist. Oder als bewegt umdeklariert worden ist, sagen wir mal so. Und dann haben wir die verschiedenen Sonderlackierungen, beziehungsweise auch privaten Unternehmen. Hier vom Werk Cottbus, die 218-497. Auch eine schöne Lok, gerade mit der Zweiteilung. Einmal Intercity, ICE Ausbesserungswerk, beziehungsweise früher war es ja Dampflok-Ausbesserungswerk, von dem her haben sie sozusagen die Lok 2 geteilt. Und dann gibt es ja auch von der Westfrankenbahn unsere Conny, nämlich die 218-460, auch mit R4000er Motor. Und dann die verschiedenen Pressloks, also hier die 218-56. Eigentlich, wenn man weiter runter guckt, unter dem Presslogo ist es eigentlich die 218-454. Genauso, also hier die R4000er Variante. Genauso wie die 218-054, was eigentlich, wenn wir wieder runterschauen, die 218-448 ist. Und dann gibt es von der Deutschen Bahn noch die 218-446 also der TB11 Motor, genauso auch die 402, die Pedalung von RP. Und dann haben wir noch von den privaten Loks weiterhin die 218-457, der X-Rail. Sehr schöne Lok, gerade vor Güterzügen, wie ich finde. Dann eine super Farbgebung der UEG, die 218-333, welche nur fiktiv mal es auch als Rocco-Modell gab. Aber sozusagen die UEG jetzt das zum Anlass genommen hat, diese wirklich rauszubringen. Also die ist nie bei der Deutschen Bahn gefahren worden, aber jetzt wird sie gefahren. Das ist eigentlich eine mega coole Sache. Und dann haben wir der NESA, die 218-117, wieder im Citybahn-Look umlackiert. Ja, ich glaube, das ist es dann gewesen. Also irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Von dem her ist wirklich eine Wahnsinnssammlung, wie man hier sieht. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann so viele auch sind.
weil ich habe immer gedacht, ich habe so knappe 30, aber es ist dann doch jetzt mittlerweile 34 Loks sind's und jetzt kommen ja vor allen Dingen ein paar. Also es wird nicht langweilig. Märklin hat jetzt einige angekündigt, die natürlich schon vorbestellt sind. Und dann Rocco kommt auch noch ein paar raus. Also die Sammlung wird natürlich vergrößert. So, ich hoffe, euch hat das kleine Special gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr eher Team Epoche 4 oder Epoche 5 oder Epoche 6? Welches Farbkleid meint ihr denn, steht der 218er am besten? Und wollt ihr zu irgendeiner Lok ein sozusagen detaillierteres Video haben? Also sei es jetzt Fahrvideo, Vorstellungsvideo, weil ich habe ja nicht alle vorgestellt bisher. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Macht's es gut, gell? Bis dahin, tschüss!